Servus, ich bin der Andi und wir werden heute für meine Freundin Natalie so ein Antipasti-Brett machen. Das Brett ist aus Buche und hat ein Walnuss-Inlay mit dem Schriftzug Antipasti. Die Alufüße werden wie hier in der Animation gezeigt einfach nur draufgeschoben. Das erste Werkzeug, ein 6 mm Einschneider. Wie schon oft gezeigt, müssen erstmal die Nullpunkte von X, Y und Z definiert werden. Echt schade, ich habe leider vergessen das Vakuum einzuschalten. Aber halb so wild, ich habe X und Y neu versetzt und so kaschiere ich den Fehler. Okay, los geht's. Wie gehabt, meine Schnittdaten unten rechts und ich wünsche viel Spaß. Die Alustücke sind nun fertig. Um die Gravur etwas abzuheben, habe ich mit einem, ich hoffe ich spreche es jetzt richtig aus, Lacquer Stick den Kontrast erhöht. Machen wir weiter mit dem Holz. Zuerst wird abgeplant und die Außenkontur gefräst. Übrigens, bei so einem Projekt kommen etwa 6 dieser Behälter zusammen. Die Konturen sind fertig und nun sind die Taschen dran. Dazu muss Z0 komplett neu definiert werden.
Mit dem größten Kugelfräser, den ich habe, bekommen die Taschen eine schöne Rundung. Kommen wir nun zu der Nut für die Alufüße. Ich muss leider sagen, dass ich beim ersten Mal einen falschen Fräser eingespannt habe, deswegen habe ich das Blech zweimal machen müssen, aber dazu später mehr. Kommen wir nun zum Inlay, zu der Female-Seite. Es kommt ein Hybridfräser zum Einsatz, ein Gravierstichel mit einer Steigung von 30 Grad und einer flachen Spitze von 0,4 mm. Kommen wir zur Nacharbeit. Das Brett ist fertig und bekommt nun eine hübsche Phase und wird von Hand noch etwas abgeschliffen.
Mit der Einhandfräse musste die Aussparung für die Alufüße noch etwas erweitert werden. Nun passt es perfekt. Hier kann man nochmal die zwei Stücke sehen, das Female- und Male-Stück. Ich bin jedes Mal überrascht, wie passgenau die zwei Stücke ineinander greifen. Wie man das berechnet und fräst, zeige ich in einem extra Video. Das Inlay konnte über Nacht aushärten und die Trägerplatte von dem Male-Stück wird nun abgeschliffen. Also ich finde, es sieht super aus. Es passt perfekt. Mit dem Finger sind überhaupt keine Unebenheiten zu spüren. Es ist wirklich eine Einheit geworden. Ich bin jedes Mal fasziniert. Der finale Schliff. Es werden nochmal alle Kanten schön abgeschliffen und die Oberfläche nochmal schön geölt. Zum Einsatz kommt natürlich nur Öl, das lebensmittelecht ist. Also ich muss sagen, ich bin echt begeistert. Auch meine Freundin Natalie ist total fasziniert von dem Brett. Die Haptik, die Oberfläche, es ist wirklich sehr, sehr gelungen. Kommen wir noch nun zu dem besagten zweiten Brett. Man kann sehen, die Nut ist viel breiter als beim ersten und diese Nut habe ich dann einfach mit rotem Epoxy aufgefüllt. Ich muss zugeben, es ist besser geworden, als ich dachte. Wir sind am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen und sage bis zum nächsten Video. Ciao.